Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um den Garmin Edge 540 bzw. 840. Ich möchte euch in diesem Video ein ausführliches Review geben, beziehungsweise ich möchte euch zeigen, was das Gerät oder die beiden Geräte hier können. Und das Ganze würde ich auch hier in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich hier was nicht interessiert, kannst du das Ganze hier überspringen. Bevor wir jetzt mit den Geräten loslegen, möchte ich euch erstmal zeigen, was wir hier alles dabei haben. Wir sehen es hier, optisch gibt es schon gar keine großen Unterschiede. Sehen beide Geräte doch wirklich ziemlich ähnlich und ziemlich gleich aus. Auch die Nummerierung liegt nahe, dass wir hier in einer Gerätengeneration sind, also 45, 840. Der große Unterschied ist beim 540er, dass wir hier kein Touchdisplay dabei haben, der Speicher etwas kleiner ist als beim 840. Genauer gesagt haben wir hier 16 GB Speicher, während wir beim 840er hier 32 GB Speicher haben. Im ersten möchte ich euch einfach mal zeigen, was ihr mit der Auslieferung bekommt. Also natürlich bekommt ihr hier erstmal beide Geräte ausgeliefert. Das sind jetzt hier jeweils die Edge-Geräte hier ausgepackt. Aber natürlich ist auch wieder eine Halterung dabei. Und ja, da würde ich einfach mal zeigen, was hier alles in der Packung enthalten ist. Ich zeige das Ganze jetzt hier mit der Verpackung des 540er. Beim 840er ist aber der gleiche Inhalt enthalten. Ja, wenn wir die Packung jetzt mal aufmachen, haben wir hier oben normalerweise den Edge drin liegen. Den habe ich ja schon rausgenommen. Dann sehen wir hier, haben wir nochmal einiges an Material dabei. Einmal bekommen wir hier die Garmin klassisch typischen Gummiverbindungen, beziehungsweise das Ganze wird hier mit Gummi befestigt. Hier ist hier der typische Garmin-Anschluss. Das sehen wir hier, den ganz normalen klassischen Anschluss, den ihr hier reinmachen könnt. Dann klickst das Ganze fest und es geht auch dann nicht mehr ab. Und jeweils sind hier die Gummis enthalten, um das zum Beispiel hier an Mountainbike-Lenkräder festzumachen. Ihr habt aber auch die Option, das Ganze hier am Rennrad zu befestigen. Auch das geht ja am Mountainbike und auch dieser ist jetzt hier enthalten. Also das heißt, man muss jetzt hier keine zusätzlichen Teile mehr kaufen. Früher war das ja nicht dabei. Das haben wir jetzt alles hier auch mittlerweile in der Verpackung. Natürlich darf auch hier, weil das Ganze ist doch recht groß hier, die verschiedenen Anpassungen, Gummistücke nicht fehlen. Auch ein Imbusschlüssel ist enthalten und dann haben wir hier noch ein Band dabei. Darüber hinaus gibt es natürlich dann das Ladekabel und es ist so, dass hier Garmin bei den Edge-Geräten mittlerweile auf USB-C umgestellt hat. Das heißt also, der Ladeanschluss ist jetzt beim Edge USB-C. Das ist hier unten. Sehen, das Ganze ist ja auch geschützt, spritzwassergeschützt. Wir haben aber anders als jetzt bei zum Beispiel vorne 965 das Ganze noch mit USB-A. Das heißt also, es ist noch nicht hier alles auf USB-C umgestellt, weil bei der vorne 965 wurde zum Beispiel das Ladekabel jetzt auf USB-C umgestellt. Da könnt ihr das nicht mal an USB-A anschließen. Also wie ihr seht, es ist wirklich hier reichlich an Material dabei und ihr könnt es auch an mehreren Rädern anschließen. Falls ihr mehrere Räder habt, könnt ihr dann wie gesagt hier die verschiedenen Systeme ans Rad machen. Wenn wir uns den Formfaktor jetzt der beiden Geräte anschauen, sehen wir hier auch wirklich keinen großen Unterschied. Also die Geräte sind wirklich identisch. Lediglich die Farbe an der Seite lässt vermuten oder lässt ansehen, dass wir hier zwei verschiedene Geräte haben, beziehungsweise zwei verschiedene Modelle. Um das Ganze hier mal von der Größe einzuordnen, ich habe hier zum Beispiel den Garmin Explore 2, auch das Edge-Gerät. Das wirkt etwas größer, auch das Display ist etwas größer als auch hier den Garmin Edge 1040 Solar in der Solar-Version. Und auch hier können wir ganz gut erkennen, dass natürlich hier das größte Display ist, beziehungsweise hier natürlich das größte Fahrradnavigationsgerät, was von Garmin hier auf dem Markt ist. Ich werde aber zu allen Geräten dann nochmal ein separates Video machen, wo ich dann wirklich mal die Unterschiede aller Geräte zeige. Falls dich das interessiert, dann lass doch gerne ein Abo da, damit du das Video dann hier nicht an dieser Stelle verpasst. Interessanterweise gibt hier Garmin verschiedene Gewichtsgrößen an, also man merkt es eigentlich nicht, wenn man es jetzt in der Hand hat. So hat der Edge ein Gewicht von etwa 80,4 Gramm, während der Edge 840 mit 84,8 Gramm aufschlägt. Beide haben auch ein IPX7 Standard, das heißt also, was die Wasserdichtigkeit angeht, bzw. Spritzwasser, sind die Geräte dann wirklich gut geschützt. Ihr könnt auch dann hier bei Regen gut unterwegs sein. Wie schon angesprochen, die Bedienbarkeit ist hier dann der größte Unterschied. Wir haben jetzt hier beim Edge 840 ein Touch-Display. Also hier kann man dann wirklich auch alles auswählen, beziehungsweise dann auch hier das Ganze dann hier steuern, wie ihr das haben möchtet. Ihr habt aber auch die Option, das Ganze hier über die Tastensteuerung durchzuführen. Das heißt also, wenn ihr jetzt kein Touch-Display haben wollt oder am Rad jetzt nicht unbedingt hier mit dem Touch-Display rumhantieren wollt, könnt ihr das Ganze dann auch hier über die Tastensteuerung machen. Beide Geräte unterstützen auch die Garmin Fernbedienung, falls ihr diese habt. Das ist zumindest das Datenblatt auch dabei. Ich selber habe die nicht, konnte es deshalb auch nicht testen. Beim Edge 540 ist hier, wie gesagt, kein Touch-Display dabei. Wir können sehen, wir können hier gar nichts machen. Hier läuft dann alles über die normale Steuerung. Und ja, wenn man jetzt mal vorher ein Touch-Display gehabt hat, also ein Edge
8:30 zum Beispiel vorher und jetzt hier umsteigt, dann ist es eine kleine Umgewöhnung, weil zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier in das Schnellmenü wollt, da wischt ihr einfach hier oben runter beim 840er, dann müsst ihr beim 45er hier tatsächlich ganz hoch scrollen, um hier in das Menü reinzukommen. Und wenn ihr jetzt in dem Menü seid, müsst ihr hier rechts auf die Taste drücken, das ist so die Enter-Taste, und dann werden hier die ganzen Sachen ausgewählt. Wenn ihr zum Beispiel hier bei Profilen ihr einfach hier reintippen könnt, müsst ihr dann hier einfach das Ganze hier dann rechts bestätigen. Aber wie gesagt, die Steuerung ist hier identisch, auch das Datenfeld bzw. die Menüs sind hier identisch. Daher würde ich das Ganze jetzt hier, weil es ein bisschen einfacher ist zu zeigen, auf dem 840er zeigen. Und es gibt hier, wie gesagt, keinerlei Unterschiede, was hier die Menüs angeht. Wie ihr jetzt auch erkennen könnt, das Ganze ist momentan hier mit einem schwarzen Hintergrund. Es ist jetzt so, wir haben jetzt hier knapp 21 Uhr, die Sonne ist untergegangen. Das Gerät stellt dann hier automatisch auf einen Dunkelmodus. Im Regelfall ist das Ganze hier weiß hinterlegt. Ich blende es einfach mal ein, wie es normalerweise aussieht. Und dann habt ihr hier auch eine weiße Übersicht. Also wie gesagt, das Ganze passt sich dann hier den Sonnengegebenheiten an. Ebenfalls ist hier auch ein automatischer Sensor eingebaut, was die Helligkeit angeht. Das ist hier ganz gut zu erkennen. Man kann es aber auch separat selber einstellen. Ich werde es nicht auf maximale Helligkeit einstellen, aber wenn ihr draußen unterwegs seid, dann passt sich das Gerät hier den Umgebenheiten an. Ja, da würde ich sagen, dann schauen wir uns mal an, was wir hier alles dabei haben. Wir sehen oben, hier blinkt schon alles Mögliche. Ich habe hier diverse Sensoren verbunden. Ich habe hier einen Herzfrequenzsensor verbunden, die Garmin Rallye-Pedale, als auch hier von Wahoo ein Trittfrequenzsensor. Also ihr seht, auch das wird hier unterstützt, was jetzt hier zum Beispiel Wahoo angeht. Wenn ihr da was habt, was Trittfrequenz oder Leistungsmessung angeht, das geht hier auf jeden Fall auf den Edge-Geräten ebenfalls. Ganz oben als erstes sehen wir hier die verschiedenen Profile. Also wir haben hier die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Profilen einzustellen. Wir haben zum Beispiel hier ein Rennradprofil, als auch ein E-Mountainbike, wie auch dann hier normales Mountainbike oder Graveln oder Indoor. Da habt ihr nämlich dann auch die Möglichkeit, für jedes Profil das Ganze individuell einzustellen, sei es jetzt GPS, sei es jetzt Datenfelder, und so könnt ihr das dann individuell für euch einstellen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier neue Profile zu erstellen. Also wenn ihr sagt, ich möchte noch ein weiteres Profil haben, dann wischt ihr einfach hier runter, beziehungsweise geht beim Edge 45 ganz nach oben. Dann gibt es hier unter Einstellungen den Menüpunkt Aktivitätsprofile, und hier könnt ihr dann neue Profile erstellen oder auch die Farbe ändern. Also ihr seht, hier habt ihr wirklich die freie Wahl. Darüber hinaus könnt ihr das Ganze auch über die Garmin Connect App machen. Da gucken wir gleich nochmal drauf, wie das dann hier aussieht. Ich habe jetzt hier eine Reihenfolge von Widgets. Die könnt ihr aber auch für euch selber einstellen. Das heißt also, ihr könnt hier Widgets entfernen oder anders sortieren. Das ist jetzt einfach meine Reihenfolge, wie ich es eingestellt habe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die letzte Strecke, die habe ich aus Testgründen mehr hinterlegt gehabt. Da können wir jetzt einfach mal reingehen, dann sehen wir hier auch mal die Strecke, und wir können auch diese Strecke hier nochmal direkt losfahren. Was wir jetzt ebenfalls bei den Garmin-Geräten neu dazu bekommen, ist das Wettkampf-Widget. Wir sehen es hier, ich habe das Hauptevent hinterlegt. Das ist jetzt hier das Event, was wir gerade gesehen haben, Regensburg. Wir bekommen hier ein kleines Profil angezeigt. Wie wird das Ganze gemacht? Ganz einfach, ihr müsst in Garmin Connect in den Kalender reingehen, und da könnt ihr entweder ein eigenes Event anlegen, also wenn ihr jetzt ein eigenes habt, oder auch ein Event suchen. Das hinterlegt ihr dann, synchronisiert das mit dem Gerät. Dabei hinterlegt ihr dann auch noch entweder eine Zielzeit, die ihr erreichen wollt, als auch zu sagen, okay, ich möchte das Event überhaupt erreichen, das heißt also, ich möchte es überhaupt beenden. Und der Vorteil ist dann hier, wenn das Ganze aufs Gerät synchronisiert wird, dass ihr hier individuelle Trainingspläne bekommt, beziehungsweise hier Trainingsvorschläge, um das Ziel zu erreichen, das ihr angegeben habt. Ebenfalls bekommen wir hier nochmal eine kleine Übersicht, was die angenommene Anstrengung ist, also wie das Training sich hier zusammensetzt, wie die Streckenanforderung ist, als auch dann hier die Höhenprofile. Wir sehen hier Climb Pro wird schon mal angezeigt, wie sich die ganzen Anstiege hier zusammensetzen. Wir sehen hier, wir haben hier einige Anstiege dabei. Und wir bekommen einen Überblick, wie dann hier das Wetter für diesen Tag ist, und das Ganze basiert dann hier auf die historischen Werte. Wir sehen hier die Durchschnitt, Juli 30. wird dann hier ermittelt, damit ihr wisst, wie es am Rennwettkampftag dann ungefähr sein wird. Wenn ihr jetzt hier kein Event hinterlegt habt, dann bekommt ihr generell tägliche Trainingsvorschläge angezeigt, also das ist auch dabei. Habt ihr hier ein Event hinterlegt, dann werden diese Trainingsvorschläge, also die normalen Trainingsvorschläge, nicht mehr angezeigt, sondern hier des Events. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, mehrere Events anzulegen. Wir sehen es hier, ich habe mal 3 Stück angelegt, und ihr könnt dann auch eins als Hauptevent im Kalender definieren. Dabei ist dann der Trainingsvorschlag generell auf das Hauptevent fokussiert. Das heißt also, wenn ein Hauptevent etwas später stattfindet und die anderen Events vorher stattfinden, basieren die Trainingsvorschläge hier auf dem Hauptevent. Dann haben wir natürlich auch wieder ein Wetter-Widget, das uns einfach anzeigt, wie das Wetter aktuell ist. Wir sehen jetzt hier 13 Grad aktuell. Gefühltemperatur auch 13 Grad mit Wind- und Regenwahrscheinlichkeit.
Und ihr könnt euch auch nochmal die Prognosen dann der nächsten Stunden anschauen. Und das Ganze wird dann auch nochmal hier im Display generell angezeigt. Ihr seht auch hier nochmal die Regenwahrscheinlichkeiten und wie es in den nächsten Stunden aussieht. Dann haben wir ein Sonnenaufgangs- und Untergang-Widget. Da können wir auch reingehen. Da bekommt dann angezeigt, wann die Sonne aufgeht, wann sie untergeht. Wir sehen auch hier, es ist nicht alles komplett übersetzt. Wir haben hier noch Sunrise, Sunset, das ist das englische Wort dafür. Und wir können uns auch in den nächsten Tagen das anschauen, wie sich das hier entwickelt bis zum 14. Mai. Was ich hier leider vermisse, sind die Dämmerungszeiten. Das wäre natürlich auch an der Stelle auch noch interessant. Die Garmin-Uhren bieten ja auch Dämmerungszeiten an. Warum man das jetzt hier bei den Edge-Geräten nicht macht, das ist jetzt hier eine Frage, die hier offen ist. Dann haben wir natürlich die klassische Navigation. Das ist schon wie gesagt, hier gibt es dann viele Möglichkeiten, sich navigieren zu lassen. Ihr habt einmal die Option, eine Streckennavigation durchzuführen. Wir sehen jetzt hier, ich habe hier einige Strecken schon hinterlegt. Zum Beispiel die Gravel Tour, die ich gestern gemacht habe. Mit dem habe ich übrigens auch das Video gemacht zum Test der Navigation. Das heißt also, da kommt auch noch ein Video, wie die Navigation dann im Live-Betrieb aussieht. Wir sehen jetzt hier einmal eine Übersicht der Strecke, beziehungsweise dann hier, wie das Höhenprofil ist. Wir haben hier dann auch nochmal die Streckenanforderungen, auch nochmal hier die Übersicht, was der Trainingseffekt sein wird. Auch hier sind nochmal die Anstiege dabei mit Climb Pro, auch nochmal farblich hinterlegt. Also umso roter so wird, umso anstrengender ist der Anstieg. In diesem Fall war es jetzt nur einer. Und ihr habt auch die Option, einen sogenannten Power Guide zu hinterlegen. Was ist ein Power Guide? Ganz einfach, wenn wir mal reingehen. Das hilft euch, wenn ihr zu einer bestimmten Zeit das Ganze erreichen wollt. Ja, errechnet euch Garmin dann hier durchschnittliche Wattleistung. Wir sehen hier 149 Watt ist der Durchschnitt, maximal 248. Ihr könnt dann auch sagen, ob ihr das Ganze dann leichter oder schwerer haben möchtet. Das Ganze basiert dann hier auf dem FTP-Wert, den ihr habt. Und ihr könnt dann auch nochmal in Garmin Connect das Ganze nochmal genauer anschauen, also in der App. Das zeigt euch einfach dann an, wie es in den Anstiegen und bei den Abfahrten dann hier mit dem Splits genauer aussieht. Ich blende einfach mal ein, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Ihr bekommt dann auch immer pro Split dann angezeigt, wie viel Watt ihr dann treten sollt, ob ihr darüber seid, darunter seid. Und ihr habt das Ganze auch direkt dann hier im Überblick. Dann haben wir natürlich hier die Mountainbike-Trail-Navigation. Das heißt also, wenn ihr jetzt in der Nähe von Trails seid, dann könnt ihr euch auch zu Trails navigieren lassen. Wir sehen hier Milibokus, Bensheim, Hemsbach. Das sind jetzt so die ganzen Sachen, die bei mir in der Nähe sind. Ihr könnt es euch auf der Karte mal anzeigen lassen und könnt dann hier zum Trail hin. Stichwort Mountainbike, der Garmin Edge 840 bzw. 540 unterstützt auch MTB Dynamics, nennt das Ganze hier Garmin. Das heißt also, Sprünge und Abfahrten werden hier analysiert und beziehungsweise ausgewertet, als auch Crit and Flow, das heißt also, wie gut ihr den Berg hoch und wieder runter fahrt und könnt hier eine kleine Analyse durchführen. Dann haben wir noch klassisch das Suchen, das heißt also, wenn ihr was suchen wollt, dann könnt ihr hier durch die verschiedenen Menüs gehen, zum Beispiel wenn ihr jetzt hier einen Rastplatz haben wollt, dann könnt ihr hier bei der Unterkunft dann sagen, okay, ein Campingplatz, dann können wir uns das Ganze mal anschauen, dann werden uns alle Campingplätze in der Nähe angezeigt und darin könnt ihr euch navigieren lassen, als auch natürlich dann hier, wenn ihr zu Verkehrsmitteln wollt, wie zum Beispiel zur Bahn oder dann auch zum Fahrradparkplatz oder Flughäfen, das ist hier an dieser Stelle dann auch möglich. Eine noch weitere versteckte Funktion, warum man die hier nicht einzeln auflistet, ist mir auch fraglich, gibt es hier nochmal unter Strecken. Hier gibt es nämlich nochmal ein ominöses Plus, da gehen wir auch nochmal drauf. Hier habt ihr nämlich dann die Möglichkeit, dann auch einen Routenplaner durchzuführen. Also hier können wir das Ganze machen. Und hier könnt ihr dann nochmal zu Städten bzw. dann Point of Interest gehen. Ihr könnt aber auch das sogenannte Round-Trip-Route machen. Das heißt also, ihr gebt hier einfach eine Distanz an, zum Beispiel jetzt 40 Kilometer. Dann sagen wir einen Standort, wo wir aktuell sind, zum Beispiel aktuelle Position. Können dann sagen, welche Richtung, Ost, West, Süd oder wo auch immer. Dann könnt ihr noch sagen, welche Distanz. Und dann errechnet euch Garmin bzw. der Edge hier eine Route auf Grundlage eurer aktuellen Position. Das ist insoweit hilfreich, wenn ihr jetzt irgendwo fremd unterwegs seid und jetzt einfach sagt, okay, ich möchte zum Beispiel bei der Geschäftsreise mal schnell radeln, weil ich jetzt ein Fahrrad habe. Dann könnt ihr das Ganze hier berechnen und bekommt hier dann eine Route angezeigt. Das Ganze basiert dann hier auf den Heatmaps, die Garmin hier im Hintergrund hat. Und so habt ihr dann auf jeden Fall schnell eine Route navigiert. Ihr könnt aber natürlich auch Komoot nutzen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Premium-Kunde seid bei Komoot oder ein Weltpaket habt oder dann ein Regionspaket, dann könnt ihr natürlich auch hier eine Strecke planen und die Garmin-Konten mit Komoot verbinden und dann bekommt ihr auch hier die Routen angezeigt. Ebenfalls gibt es bei der Navigation dann auch die Möglichkeit, Wegpunkte zu hinterlegen. Das heißt also, wenn ihr jetzt eine Tour habt und zum Beispiel jetzt eine Unterkunft oder Verpflegungsstation, dann könnt ihr das hier auch bei der Navigation hinterlegen und seht es hier auf einem Überblick. Generell kann man sagen, bei der Navigation bekommt ihr rechtzeitig immer die Abbiegehinweise angezeigt. So etwa 140 Meter vorher das Erstsignalton,
das zweite kommt etwa bei 70 Metern und das dritte kommt dann bei 40 Metern und so wisst ihr dann immer, wann hier die nächste Abbiegung kommt. Dann kommen wir auch schon zum Trainingsbereich. Das sind jetzt hier zum Beispiel die Leistungswerte. Das sehen wir jetzt hier bei mir. Ist aktuell, sehen wir den Laktatschwellenwert, liegt bei 161. Der wird ermittelt an Grundlage eines Brustgurtes, den ihr tragen müsst. Ihr könnt aber auch die Herzfrequenz zum Beispiel in der Garmin-Uhr senden, die das Ganze hier unterstützt, wie zum Beispiel jetzt auch hier die Fortnite 965, die das kann. Aber auch andere Uhren können das. Und dann könnt ihr auch die Herzfrequenz hier übertragen. Und so seht ihr hier auf einem Überblick nochmal angezeigt, wie eure Leistungskurve ist. Dabei könnt ihr mal sehen, wir sind hier 1 Monat. Ihr könnt das Ganze dann aber auch nochmal auf 3 Monate anzeigen lassen oder auf 12 Monate, also auf ein ganzes Jahr und seht hier nochmal eine kleine Übersicht. Und ich bin jetzt hier nicht der Profi-Radfahrer, daher sind die Werte dann auch jetzt hier nicht so dort die höchsten. Dann haben wir noch eine akute Belastung, das ist das sogenannte Trainingsload. Und auch hier ist es so, wir sehen jetzt hier 318. Das Ganze teilt sich das auch hier mit den Uhren. Das heißt also, wenn ihr mit den Uhren Laufen trainiert und Radfahren trainiert, dann wird das Ganze hier synchronisiert. Das geht mittlerweile auch. Ich habe dazu übrigens auch mal ein Video gemacht, wie hier die verschiedenen Geräte miteinander arbeiten. Das verlinke ich dir oben mal, dann kannst du mal anschauen, wie das Ganze hier geteilt wird, wie ihr das hier einstellen müsst, um hier die optimalen Werte bzw. Synchronisation zu bekommen. Wir können auch mal ganz kurz bei der Uhr selber schauen, wenn wir jetzt hier auf den Trainingszustand gehen, das ist hier die aktuelle Belastung, sehen wir auch hier aktuell 318. Das gleiche ist jetzt hier auf dem Edge, das heißt also die Uhren bzw. Edge ist dann miteinander synchronisiert. Auch hier bekommen wir eine kleine Übersicht der VO2 Max, beziehungsweise sehen wir hier Formaufbau haben wir aktuell, da wird das Ganze dann hier nochmal zusammengefasst. Wir sehen hier die akute Belastung bzw. nochmal VO2 Max, wie gesagt dann Formaufbau. Und dann gehen wir hier mal in Details rein, da waren wir jetzt gerade. Hier sehen wir dann nochmal, wie sich das Ganze in den letzten 7 Tagen zusammensetzt, also wo der Belastungsfokus war beim Training, als auch hier, ob wir im optimalen Bereich sind. Wir sind hier leicht aerob, müsste ich ein bisschen mehr machen. Alles andere ist so halbwegs im Optimalbereich. Was ist der Optimalbereich? Das sind hier die gestrichelten Linien, wie wir sehen. Das wäre das, wo man hier sein sollte. Und das Ganze beruht hier auf den letzten 4 Wochen. Dann haben wir natürlich nochmal die VO2 Max, die können wir uns hier nochmal separat anschauen. Und wir sehen hier, wir landen dann automatisch wieder in dem Widget, wo wir gerade eben waren. Das ist dann hier nochmal dann ein Punkt, wo ihr reingehen könnt. Dann haben wir hier auch schon das Training. Wir sehen hier aktuell Erholung, sind hier 30 Minuten. Wir können einfach mal ins Training hineingehen. Sehen wir einmal hier den Trainingsplan, der angezeigt wird. Wir sehen hier, wenn wir jetzt trainieren sollen, ganz normal, ganz einfach hier Erholungsphase. Wir können aber auch durch die verschiedenen Tage durchgehen. Dann sehen wir hier zum Beispiel Basistraining oder am Freitag auch mal Basistraining. Und so bekommen wir das Ganze dann hier nochmal vorgeschlagen. Und auch wenn wir hier reingehen, da sehen wir hier auch nochmal, was ist das Basistraining. In dem Fall 1 Stunde 30 im Wattbereich 119 bis 172 und können hier das Training starten. Auch hier haben wir dann die Möglichkeit, nochmal einen Power Guide fürs Training anzulegen oder auch in Trainings generell reinzugehen. Also hier ist der tägliche Vorschlag, den wir jetzt gerade eben gesehen haben. Wir sehen hier basiert das Ganze auf dem Wettkampf, den wir jetzt hier hinterlegt haben. Sagen wir jetzt einfach okay. Und dann bekommen wir hier auch nochmal den Trainingsplan genauer angezeigt, der sich hier komplett zusammensetzt, wie wir gerade eben schon gesehen haben. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eigene Trainings anzulegen in Garmin Connect. Auch dazu habe ich mal ein Video oder beziehungsweise ein Tutorial gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Da kannst du dann hier individuelle Trainings anlegen und hier mit dem Gerät synchronisieren und durchführen. Dann haben wir auch Segmente, nach denen wir trainieren können. Wir haben jetzt zum Beispiel hier von Garmin selber Segmente oder wenn ihr Strava Premium Mitglied seid, dann könnt ihr auch Strava Live Segmente hier synchronisieren, also auch auf beiden Geräten, auch auf dem 540er ist das hier möglich. Dann könnt ihr hier zu diesen Segmenten fahren und hier ein Segmentenjäger werden. Ihr habt dann auch die Option, einen Smart Trainer anzulegen. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier von Tacx oder von Wahoo einen habt, den könnt ihr hinterlegen und könnt dann hier zum Beispiel auf Swift oder dann mit der Tacx App das Ganze trainieren. Auch zum Thema Smart Trainer habe ich mal ein Video gemacht, verlinke ich dir auch mal oben. Da kannst du mal anschauen, wie das Ganze dann hier mit dem Smart Trainer funktioniert. Dann könnt ihr natürlich auch nach Intervallen trainieren. Das könnt ihr entweder einstellen oder hier die Default-Einstellung nutzen, als auch natürlich ein Ziel einrichten, sowohl Distanz, Zeit als auch Geschwindigkeit. Oder dann hier gegen eine Aktivität antreten, die ihr schon gemacht habt. Dann fahrt ihr gegen eure eigene Aktivität. Und wir sehen auch hier Trainingszustand und Belastungsfokus, den haben wir ja oben schon gesehen in dem Widget. Das könnt ihr euch auch nochmal separat anzeigen lassen oder ganz weglassen. Dann haben wir nochmal das Radfahrvermögen. Hier bekommt ihr dann nochmal im Detail angezeigt, wie sich das Ganze hier zusammensetzt. Auch hier können wir die Analyse nochmal genau durchlesen, wie das Ganze dann hier mit den Werten sich verhält. Ganz wichtig ist natürlich dann auch die Erholungszeit. Die könnt ihr euch dann, ja, bekommt ihr hier nochmal angezeigt.
Ist jetzt bei mir natürlich 0 Stunden, weil es jetzt schon lange her ist. Dann habt ihr noch das Fitnessalter. Einmal bekommt ihr euer aktuelles Alter angezeigt, das wäre bei mir 40, und dann das Alter, was ihr dann mit dem Trainingszustand habt. Wir sehen hier aktualisiert am letzten Mal am 18. April. Und wir bekommen dann nochmal ein Protokoll. Da sehen wir dann hier auch nochmal die Aktivitäten, die durchgeführt haben. Wir können uns dann auch nochmal eine Aktivität von gestern anschauen. Oben die Aktivität ist von der Fauna 965, die wurde auch mit synchronisiert. Wir gehen jetzt aber rein in die vom Edge. Hier bekommen wir dann nochmal eine Übersicht der Strecke. Also wir sehen jetzt hier die Distanz bzw. die Zeit, wie viel Grad es war, auch nochmal den Anstieg. Wir können uns dann generell nochmal anschauen, wie die Durchschnittsgeschwindigkeit war, als auch die Leistung bzw. Herzfrequenz und auch die Trainingsbelastung bei 111,2. Wir sehen hier, Watt pro Kilo ist nur 1,01. Das heißt also, es war jetzt nicht so gut, aber ich habe auch viel angehalten, um das Ganze zu filmen. Wir sehen die Herzfrequenzbereiche und dann nochmal die Ernährung und Flüssigkeit. Und ihr könnt auch bei dem Gerät bzw. bei der Aktivität auch eine Trinkerinnerung bzw. eine Essenserinnerung einstellen. Das bekommt ihr dann immer während der Aktivität angezeigt. Also es kommt einfach eine Erinnerung bzw. ein Zeichen oder ein Symbol, das euch einfach anzeigt, dass ihr was trinken sollt, was essen sollt, um so hier dem Hungerast bzw. die Hydration vorzubeugen. Das wird ja auch hier ebenfalls bei beiden Geräten, beim Edge 45 und 840, unterstützt. Darüber hinaus bekommt ihr bei der Aktivität auch noch den Stamina-Wert angezeigt. Das heißt also, wenn ihr jetzt unterwegs seid dann und hier Wattpedale dabei habt, dann könnt ihr während der Aktivität auch sehen, wie anstrengend das Ganze ist und könnt hier eure Kraft so ein bisschen einteilen. Das hilft euch auf jeden Fall hier, dass ihr nicht overpowert, und könnt das Ganze, wie gesagt, hier etwas einteilen, dass ihr hier optimal ans Ziel kommt. Und solltet ihr jetzt auch bei der Aktivität mit einer Gruppe unterwegs sein, haben wir natürlich auch wieder hier die Gruppenunterstützung. Das heißt also, hier, wenn ihr eine größere Gruppe seid, dann könnt ihr euch auch jeweils auf dem Gerät sehen, ohne Probleme. Dann haben wir natürlich noch die Benachrichtigungen, die hier angezeigt werden, wenn das Ganze mit dem Handy verbunden ist, als auch die Intensitätsminuten. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch das Thema Sicherheit. So unterstützt der Garmin Edge 540 bzw. 840 auch den Varia, also dieses Radar, was es von Garmin gibt. Da bekommt das Ganze angezeigt. Kann ich jetzt leider nicht testen, habe ich jetzt nicht, aber das wird auf jeden Fall unterstützt. Ebenfalls habt ihr auch eine Unfallbenachrichtigung. Das heißt also, wenn ihr jetzt stürzt und euch was passiert, dann wird euer Notfallkontakt, den ihr hinterlegt habt, kontaktiert. Voraussetzung ist dafür aber, dass ihr ein Handy dabei habt, weil die Edge-Geräte hier keinen LTE-Chip integriert haben. Darüber hinaus gibt es dann noch einen Live-Track. Das ist sogenannte Live-Track-Funktion. Da kommt der Notfallkontakt oder euer Kontakt eine E-Mail. Der kann euch dann verfolgen, wo ihr gerade unterwegs seid. Wenn ihr euch navigiert, dann sieht er auch, wo ihr noch hinfahren wollt, beziehungsweise das Blaue ist dann gefahren, das Rosane steht dann noch vor euch. Er kann euch auch noch eine Nachricht schicken. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, es gibt jetzt Essen oder es ist irgendwas, dann kann er eine Nachricht schicken und das Ganze wird dann hier auf dem Edge-Gerät angezeigt. Und dann haben wir natürlich noch den Bike-Alarm, das heißt also, ihr könnt das Ganze hier PIN schützen und wenn es geklaut wird, dann bekommt ihr hier eine Meldung aufs Smartphone. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch die InReach-Kompatibilität, das heißt also, wenn ihr ein InReach-Gerät habt und hier ja ein Vertrag hinterlegt ist, dann könnt ihr auch das Ganze hier als LTE-Version nutzen, beziehungsweise als mobile Einheit nutzen, um hier die Notfallkontakte zu kontaktieren. Dann braucht ihr jetzt auch kein Handygerät mitnehmen. Und ihr habt jetzt ja auch einige Widgets hier gesehen. Natürlich gibt es dann auch wieder die Option im Connect IQ Store weitere Widgets herunterzuladen, diese auszuwählen und hier die Funktionalität des Garmin Edge Geräts zu erweitern. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz in die Einstellung hinein. Wir sehen einmal hier, wir können hier diverse Sensoren verbinden. Wir sehen hier, ich habe jetzt hier die Herzfrequenzsensoren verbunden, als auch Trittfrequenzsensoren. Wir sehen auch hier wirklich nicht wenige. Und das Gute ist auch, wenn ihr den Garmin Edge neu einrichtet, fragt ihr euch, wenn ihr schon ein altes Gerät habt, ob er die Sensoren übernehmen soll, als auch hier Aktivitätsprofile. Das heißt also, hier wird dann wirklich alles übernommen. Gerade wenn ihr schon ein Gerät eingerichtet habt mit den ganzen Sensoren, ist es wirklich sehr, sehr angenehm. Dann müsst ihr das Ganze hier nicht mehr einrichten und könnt direkt hier losfahren. Ebenfalls könnt ihr euch nochmal die eigenen Statistiken anschauen. Auch hier gibt es dann nochmal Trainingszustand, Belastungswerte. Auch da könnt ihr das Ganze dann nochmal im Detail anschauen. Wir haben es ja gerade eben schon gesehen. Als natürlich auch persönliche Rekorde, die ihr selber schon mal gemacht habt, bekommt ihr hier nochmal angezeigt. Oder auch hier die Verwaltung von Trainingszonen. Da könnt ihr nämlich sagen, wenn ich jetzt bestimmte Herzfrequenzbereiche habt oder hier beim Arzt eine Analyse gemacht habt, könnt ihr das Ganze dann hier auch nochmal mit Zonen einstellen, beziehungsweise dann auch nochmal hier die Laktatschwelle einstellen oder auch hier den Ruhe-Herzfrequenzbereich einstellen, den ihr kennt, oder hier die Maximumwerte, und dann werden die Zonen individuell auf euch berechnet. Das gleiche ist auch hier im Leistungsbereich. Wenn ihr hier mehr Details habt, könnt ihr auch hier den FTP-Wert nochmal direkt hinterlegen.
Und ihr habt dann auch nochmal die Möglichkeit, die Konnektivität zu verwalten. Wir sehen auch hier, ihr habt einmal die Option, das Ganze über das Telefon zu machen oder auch über WLAN. Also hier gibt es dann auch Over-the-Air-Updates. Das heißt also, ihr könnt euer WLAN hinterlegen und dann bekommt ihr die Updates auch direkt auf dem Garmin Edge-Gerät. Ebenfalls habt ihr auch die Möglichkeit, hier externe Anzeigen anzeigen zu lassen. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel eine Phoenix-Uhr habt, dann könnt ihr dann hier weitere Datenfelder hier nochmal auf der Uhr anzeigen lassen. Und zu guter Letzt haben wir nochmal das System. Hier können wir dann nochmal die Widgets verwalten, beziehungsweise dann auch die Einheiten, als auch dann die Töne, falls das Ganze dann hier nicht nutzen wollt. Zum Beispiel, ich habe die Tastentöne mal ausgeschaltet, weil mich das ein bisschen stört. Und das könnt ihr hier an dieser Stelle ebenfalls machen. Dann kommen wir auch schon zur Datenaufzeichnung. Hier gibt es nämlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier zum Beispiel die Trittfrequenz ohne 0 oder mit 0. Das könnt ihr hier verwalten, als auch bei der Wattmessung und den HRV speichern. Das habe ich jetzt eingestellt, dass hier die Herzfrequenzvariabilität auch gespeichert wird. Dann kommen wir mal ganz kurz nochmal zu den Aktivitätsprofilen. Und wir sehen jetzt hier, das aktive Profil ist das Scrabble-Profil. Da können wir dann einmal die Datenseiten einstellen. Also wir können hier weitere Seiten hinzufügen oder auch die Seiten verwalten oder entfernen. Wir sehen jetzt zum Beispiel ein Layout mit 6 Feldern. Dann können wir einfach reingehen und dann können wir das Ganze hier einstellen, wie wir das haben möchten. Ihr könnt das Ganze dann auch über das Handy machen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Das ist etwas leichter. Auch hier sehen wir dann Group-Tracklisten können wir hier verwalten, als auch die Trainings und die Segmente oder Climb Pro. Also wir sehen hier, wir können das Ganze dann wirklich individuell für jedes Profil einzeln einstellen. Zum Beispiel hier kann man sagen, ich möchte das Stamina anzeigen lassen oder ausschalten. Oder wir können auch was Neues hinzufügen, wie zum Beispiel E-Bike-Werte. Wenn ihr zum Beispiel ein E-Bike habt, das Ganze hier unterstützt wird, das könnt ihr euch anzeigen lassen, als auch den Kompass oder Cycle Dynamics. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt 2 Wattpedale habt, die links und rechts messen, dann könnt ihr euch dann auch die Balance anzeigen lassen. Das ist zum Beispiel bei Cycle Dynamics der Fall. Und so seht ihr dann auch nochmal hier, ob ihr dann optimal tritt, beziehungsweise ob ihr eine einseitige Belastung habt. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir auch hier, wir können Ernährung und Flüssigkeitsaufnahmen, Konsum speichern und hier auch nochmal die Flaschengröße einstellen, was ihr jetzt habt, als auch hier MTB. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Mountainbike-Profil habt, das könnt ihr hier einstellen, ob hier Grid and Flow bzw. Sprungaufzeichnung unterstützt werden soll. Macht beim Graveln jetzt keinen Sinn. Und wir haben hier die Option, auch das Satellitensystem einzustellen. Wir haben jetzt einmal hier die beste Genauigkeit, das wäre in diesem Fall das Multiband-GPS, das ist das beste GPS, was Garmin hier auf dem Markt hat. Oder auch dann hier das Ausbalancierte, das heißt Multi-GNS. Hier werden alle Satellitensysteme genutzt, aber die Berechnung ist hier etwas einfacher gehalten. Oder beste Akkulaufzeit, das wäre nur GPS oder Auto-Select, manche kennen es auch als SatIQ. Das heißt, in diesem Fall sucht Garmin selbst raus, was hier die optimale Satelliteneinstellung ist. Und das hilft euch, auf Akku zu sparen, beziehungsweise hier tatsächlich weniger Akkuverbrauch zu haben. Ich habe jetzt hier sowohl mit dem Edge 540 als auch mit dem 840 mal beides getestet. Ich habe eine Radtour gemacht. Bei dem einen habe ich jetzt hier Multiband angehabt, das war beim 840er, und beim 540er das Auto Select bzw. hier SatIQ. Und ich blende jetzt einfach mal die Akkuverbräuche ein, wie das Ganze dann sich zusammengesetzt hat, beziehungsweise hochgerechnet dann auf die Aktivität. Und ich kann auch sagen, dass ich habe mir mal die GPS-Daten angeschaut, ich blende es auch mal ein, dass diese wirklich optimal sind. Also ich habe kaum Unterschiede gesehen zwischen Multiband als auch dem Auto Select. Ich war jetzt hier viel im Wald unterwegs, bin aber auch mal rausgefahren dann ins Freigelände. Und man sieht hier wirklich, wie gesagt, keine großen Unterschiede. Lediglich 30 Meter Unterschied waren zwischen beiden Geräten am Ende dann bei der 20 Kilometer Strecke vorhanden. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze nochmal ganz kurz in Garmin Connect an. Dafür gehen wir jetzt einfach nochmal auf den Edge 840. Und dann sehen wir hier, wie wir es von Garmin mittlerweile gewöhnt sind, dass wir alles hier wirklich auch über die App einstellen können. Und ich würde auch das Ganze wirklich empfehlen, über die App zu machen, weil es einfach viel einfacher ist, als das Ganze hier am Edge zu machen. Gerade beim 540er würde ich es nahelegen, weil hier doch mit den Tasten das Ganze doch etwas fummeliger ist einzustellen. Das geht hier über die App deutlich einfacher. Auch hier sehen wir nochmal, wenn wir in die Aktivitätsprofile reingehen, dass wir das aktuelle Profil einstellen können. Auch hier bekommen wir dann nochmal alle Sachen angezeigt, wie wir es gerade eben gesehen haben, wie zum Beispiel jetzt hier nochmal die Satelliteneinstellung, aber natürlich dann auch nochmal die Datenfelder, die ihr auch hier nochmal verwalten könnt. Und wir sehen hier nochmal alle Datenfelder und auch da ist es so, wenn ihr jetzt Neues einfügen wollt, geht ihr einfach oben auf das Plus und können dann hier die Datenfelder, je nachdem wie ihr möchtet, einrichten. Wir können auf Datenseiten gehen und hier eigen individuell einstellen. Wir sehen hier, es gibt wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, bis zu 10 Felder, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Und auch hier haben wir nochmal die Option, dann die Ansagen zum Beispiel einzustellen. Und wenn ihr Ansagen haben möchtet, wie zum Beispiel Rundenalarm und Navigationsalarm, dann bekommt das Ganze hier auf dem Handy ausgespielt.
als auch dann die Pace-Geschwindigkeit, Herzfrequenz und auch die Alarmlautstärke kann hier nochmal definiert werden. Darüber hinaus gibt es dann hier auch nochmal die Sensoren übertragen. Also wenn ihr das Ganze hier beim Einrichten nicht gemacht habt, könnt ihr das auch nochmal auswählen. Dann bekommt es hier nochmal angezeigt, genau, wenn wir Sensoren übertragen. Und dann sehen wir hier, ja, ich möchte diese übertragen und dann werden die hier nochmal direkt auf das Gerät übertragen. Ja, das Ganze sollte jetzt einfach mal ein Eindruck des Garmin Edge 840 bzw. 45 sein. Ich wollte einfach mal zeigen, was das Gerät jetzt alles kann. Wir haben doch jetzt einige Neuerungen hinzubekommen, wie zum Beispiel das Wettkampf-Widget, aber auch natürlich auch die Einstellung über die App ist jetzt mittlerweile möglich. Und wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt hier in der Navigation getestet. Das Video wird dann jetzt demnächst auf diesem Kanal erscheinen. Das heißt also, wenn du es nicht verpassen willst, lass auch gerne ein Abo da. Wenn das Video generell gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut den Algorithmus und mich. Wenn dich noch mehr zum Thema rund um Garmin interessiert, ich verlinke dir auch mal oben eine Playlist rund um Garmin, da kannst du mal reinschauen. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch mal eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.